Unterschied zwischen dem Reden, was hier steht. Er ist irgendwie ein Kanadier, wenn es der Originalgans ist, der das Wort des Lebens. Ah, okay. Ja, das ist der Original, ich weiß auch nicht, das ist noch sehr nah vorne. So, Apostelgeschichte 16, wir wollen uns erheben in Ehrfurcht zu dem Wort des lebendigen Gottes. Er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, ein Junge war dort mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, aber eines griechischen Volks. Der hatte ein gutes Zeugnis bei den Brüdern in Lystra und Iconium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn, um der Juden willen, die an jenen Orten waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, überantworteten sie ihnen die Satzungen, welche von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem beschlossen worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen von dem Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, welches ist die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien, eine Koloniestadt. Wir blieben aber etliche Tage in dieser Stadt. Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Diese tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft war und ihr Haus, bat sie uns und sprach: Wenn ihr geurteilt habt, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete. Die hatte einen Wahrsagergeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die uns den Weg des Heils verkündigen. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das wehr, und er wandte sich um und sprach zu dem Geiste: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn ausgefahren war, nahmen sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt vor die Obersten und führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen machen unsere Stadt irre. Sie sind Juden und verkündigen Gebräuche, welche uns nicht erlaubt sind anzunehmen, noch zu tun, weil wir Römer sind. Die Volksmenge erhob sich wider sie, und die Hauptleute ließen ihnen die Kleider abreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, dass er sie sicher verwahre. Der, als er solchen Befehl empfangen hatte,
warf sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass sich die Grundfesten des Gefängnisses bewegten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Bande aller lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich, wie in derselben Stunde der Nacht, und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde sogleich getauft, er und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute Stadtdiener und sprachen: Lasst diese Menschen gehen. Und der Kerkermeister verkündigte Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun geht hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch Römer sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich ausstoßen? Nicht so, sondern lasset sie da selbst kommen und uns hinausführen. Die Stadtdiener verkündigten diese Worte den Hauptleuten. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie Römer seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, aus der Stadt fortzugehen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und getröstet hatten, zogen sie aus. Bis dorthin Gottes Wort. Beten wir. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wunder. Wir danken dir für deinen Geist, o himmlischer Vater, der dein Wort bestätigt. Und ich bitte dich, o himmlischer Vater, tue das heute früh. O Herr, noch einmal, weil du Gott bist und weil dein guter Geist noch da ist und hier ist. Und so, Vater, ich bitte dich und lerne mir von selber, erfülle mich mit deinem Geist, damit ich dein Wort predigen kann und dass du sprichst und überführst von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und hilfst, dass wir deinem Geist folgen. In Christi Namen. Amen. Amen. Kann man ruhig sitzen. Nun in Apostelgeschichte 15, Vers 40 und 41, ich lese das. Paulus aber wählte Silas und zog hin. Der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinde. Da fängt die zweite Missionsreise des Apostel Paulus an. Es gibt etliche andere Sachen auf dieser Reise, was nicht bei den ersten waren. Jetzt ist Silas sein Weggefährte, nicht Barnabas. Er holt sich Timotheus in Lystra dazu. Und wirklich, anstatt neue Gemeinden zu gründen, es wird dort geschehen, erst zu gründen, er überreicht die Gemeinden die Satzungen von Apostelgeschichte 15. Weil hier ist eine Tatsache. Ja? Nicht nur, dass du las wirst. Dass es gibt ein Problem, es wird erledigt und du vergisst das. Das ist eine Tatsache. Ja? Und weil es in der ganzen Bibel ist. Es durch die Bibel ist.
Die Tatsache ist die Problemfälle kommen wieder, egal was Gott sagt. Die Problemfälle, das Fleisch, kümmert sich nicht um Gottes Wort und um Gott. Die Juden, die Probleme in Antioch gemacht haben, gehen auch in alle anderen Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Und so Paulus nimmt die Satzungen, die die Apostel beschlossen haben, und sind in die Gemeinden gegangen und haben sie gewarnt. Paulus war nie lax. Er hat nie so, oh nee, das wird nichts. Oh, es wird. Es wird. Brother Danny Farley sagte, Brother Jack Wood hat ihm gesagt, auch wenn diese Person sagt, sie hat sich bekehrt, und es scheint, dass sie rechtschaffene Früchte der Buße hat, lass sie nicht in die Gemeinde. Sie kann zur anderen Gemeinde gehen. Sie will nur Shady Acres Baptist Church zerstören. Das war sein Fleisch und Blut. Er wusste, was geschieht. Und Paulus wusste auch, deswegen hat er die Satzungen überall. Hey, musstet ihr euch beschneiden? Nein. Macht er das mit Timotheus? Ja. Na, weißt du, was mit den Juden sind, wo er überall hingeht? Und die Gemeinde bestanden meistens aus Juden zuerst. Wo ging Paulus immer zuerst hin und predigte? Synagoge. Es sind auch andere da. Ja? Ist er beschnitten? Anstatt, was hat Gott zu sagen? Ja? Nicht böse zu sein, ja? Aber so ist mit der religiösen Tradition. Und wirklich nicht böse zu sein. Hey, der Gesangsleiter sagte nicht, stehen wir jetzt auf. Aber eine alte Tradition, man steht auf. Und ich sage, ich bin nicht böse. Das ist nur wie religiöse Tradition. Ist egal, auch wenn es hier ist. Ja, das ist erstens immer. So, er überreichte die Satzungen. Du musst dich nicht beschneiden lassen. Es hat nichts mit Schweinefleisch zu essen, sondern was? Blut ist ein Problem zu essen. Ja? Ich kann mich auch erinnern, man kann nicht Blut essen, man trinkt es. Weil ich wohnte in einem Land, das vom Reformierten geprägt worden war. Ja? Weil die Amerikaner sind von den Reformierten geprägt und hey, man hat kein Blut gegessen. Ja? Die Lutheraner, die kamen, haben Blut gegessen. Ich wusste nicht, dass das in dem Fleisch bleibt. Ja? Und von Hurerei. Ja, und wahrscheinlich diese Satzung muss nochmal. Das ist kein Bagatelle-Delikt. Nicht was Kleines, die alle machen. Egal, ob alle machen. Nun, und die Gemeinde wurden befestigt und nahmen täglich zu an der Zahl, wo sie die Satzungen gehalten haben. Gott hat sie gesegnet. In Troas, Vers 10, gibt es was anderes. Jetzt kommt das Wort wir. Jetzt ohne Kommentar stößt sich Lukas, der Arzt, zu der Gruppe. Das ist der Schreiber. Und jetzt schreibt er was? Wir. Vorher war die Apostel und so weiter und so fort. Jetzt wird aus erster Hand geschrieben, nicht zweite Person. Aber das Wichtigste haben wir in Vers 6 und Vers 7.
Und es ist sogar wichtiger als die Kerkermeistergeschichte. Weil ohne das gibt es keine Kerkermeistergeschichte. Als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen von dem Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie hatten im Herzen etwas vor. Sie wollten nach Asien und beziehungsweise Bithynien reisen. Das ist eigentlich so mittel- bis östliche Türkei jetzt, wo sie hin wollten. Um das Evangelium zu predigen, ist das schlecht. Ist das schlecht? Brauchen die Menschen das Evangelium? Brauchen alle. Aber der Heilige Geist ließ es nicht zu. Sie hörten auf den Heiligen Geist. Dorthin zu gehen und was Gutes zu tun, wenn der Heilige Geist sagt, nein, ist das schlecht. Ja. Hey, deswegen gibt es kein Gelingen, weil der Geist Gottes dich nicht führt. Und das ist egal. Da brauchst du schon jetzt Buße. Das ist das Problem. Es ist nicht, oh, soll ich mal das so reden oder so reden? Brauchen wir andere Methoden? Soll ich mal meine Krawatte und Anzug ablegen und mein Hemd rauslassen? Ein bisschen mit euch quatschen? Oder wenn ich in Bayern bin, babbeln? Und ich gehe runter zu Gabriel da in Mannheim und was machen wir denn? Schwätzen. Und wehe, dass du dort quatschst. Ja. Und wehe, dass du hier schwätzt. Das geht nicht. Ne? Und wir leben in einer Zeit, wo Menschen planen alles, ohne Gott zu fragen. Was ist gut? Was ist gut für mich? Aber die fragen niemals im Leben Gott zuerst. Heute früh wollen wir wirklich anschauen, warum sollen wir auf den Heiligen Geist hören? Und er spricht. Warum denn? Wir sehen das in Kapitel 16, Vers Nummer 10 zuerst. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Das muss man nur dazu. Sie hatten Lukas nie als Weggefährte gehabt. Weil die waren schon irgendwo in Asien herumtummeln. Oder in Bithynien. Die kommen nach Troas, wo Gott sagte, die Richtung, die sie gehen sollten. Und wen treffen sie dort an? Lukas. Die hätten ihn nie. Lukas war Arzt. Was wissen wir was von Paulus? Hat gelitten. Irgendwo rum hat er Probleme mit den Augen am Ende. Weiß nicht, wie das geschehen ist. Aber wir wissen, ein paar Mal ist er gesteinigt worden. Das hilft nicht der Gesundheit. Ja, das ist nicht gerade, was deine ganze Körperteile gut sind. Aber ein Arzt hilft. Ja, ein Arzt hilft. Und allmählich redet Gott nicht mehr mit den Juden als Volk. Und die Zeichen, Heilung und so weiter, gehen allmählich weg. Und so, niemand. Und dann das Zweite ist, es tut mir sehr leid, aber es ist nicht so, Gott heile mich. Das war nie bei der Heilung für dich und deine Gesundheit. Das war für andere und besonderweise für die Juden. Und zweitens, Lukas schreibt genau auf. Wir hätten weder das Lukas-Evangelium noch Apgostelgeschichte gehabt. Muss die ersten 3 Versen
in Lukas Kapitel 1 dann irgendwann lesen, er schrieb genau auf. Und dann das nächste ist, du kriegst das normalerweise mit der Online-Bibel oder manchmal gibt es auch Bücher dazu, da gibt es diese Harmonie, Zusammenfassung des Evangeliums. Und da steht mal ein Beispiel, was dort geschah. Und das ist nur in Lukas. Und es ist nicht in Markus, es ist nicht in Matthäus und es gibt es auch in Lukas mehr. Und Ungläubigen, man nennt sie auch Theologen, nennen die Synoptiker, die haben voneinander abgeschrieben. Quatsch! Quatsch! Der Heilige Geist hat Matthäus, Markus, Lukas und Johannes getrieben. Ja? Und er schrieb genau auf. Er hat ihn als Arzt benutzt. Seine Temperament, seine Charaktereigenschaften und alle anderen. Nun, wir sollen auf den Heiligen Geist hören, weil welches Segen kommt daraus? Hier ist Lukas. Für uns, für die gesamte Christenheit. Die hätten Lukas nicht, wäre kein Lukas. Und was für ein Segen ist Lukas? Ha? Was für ein Segen war das für mich, das Bild zu sehen, wo der Angela Lukas liest. Hey, und was soll man ihm lesen lassen? Mir ehrlich gesagt, das ist Johannes, sagen die Leute immer, ich verstehe das nicht richtig, weil das ist ein bisschen so philosophisch manchmal. Lukas ist so Tatsachen, was Christi macht und was er für uns macht. Nun, Vers 9 bis 12. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien, stand da, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradeweg nach Samothrace und am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, welches ist die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien, eine Koloniestadt. Wir blieben aber etliche Tage in dieser Stadt. Hey, was wäre mit der mazedonischen Berufung, wenn sie nicht auf den Heiligen Geist gehört hätten? Ja, Paulus sagte in 1. Timotheus, Thessaloniker 5, Vers 19, und er folgte das, dämpfe den Geist Gottes nicht. Dämpfe den Geist nicht. Und er dämpfte den Geist nicht. Der Geist hat gesagt, was? Hey, nicht nach Asien. Hey, nicht nach Bithynien. Oh, ist das schlecht, das Evangelium zu predigen? Nein. Zu Leuten, die nicht erreicht worden sind? Nein. Ist es schlecht, dort hinzugehen ohne den Heiligen Geist? Ja. So nirgendwo gehen ohne den Heiligen Geist. Eigentlich braucht man nicht deine Wohnung verlassen ohne ihn. Sollst die Gemeinde nicht verlassen ohne ihn und wieder in die Wohnung gehen. Du brauchst ihn. Und er dämpfte den Geist nicht. Und so, oh, aber der Heilige Geist spricht nicht mit mir. Er dämpfte den Geist nicht. Und Gott sprach mit ihm. Der Heilige Geist spricht mit mir nicht. Er dämpfte den Geist nicht. Warum spricht der Heilige Geist nicht mit vielen Leuten? Sie dämpfen den Geist nicht. Bruder Gabriel, was wird geschehen, wenn die beleidigt von den Satzungen? Was, wenn die uns annehmen, wenn ich das sowas sage? Sie dämpften den Heiligen Geist nicht. Ich glaube, wir haben die letzten paar Wochen, ich denke, das war sogar 4 Wochen, oder? Die eine Woche fiel aus.
wie der Heilige Geist in 1. Korinther 11 ganz schön gedämpft wird. Ich habe meine Meinung dazu. Er dämpfte den Geist nicht. Und Gott sprach mit ihm. Wie viele Missionare sind von dem Vers angesprochen worden? Wir haben mal das Lied, die Kisches, ich weiß nicht, wer das übersetzt hat, die Kisches hat das gesungen. Wir hörten nach dem mazedonischen Ruf. Weißt du? Sendelicht, Sendelicht. Hey, Bruder Bobby Cox. Weißt du, ich muss mal sagen, das ist wirklich herrlich, wie Gott arbeitet mit ihm. Und 70 und geht mit voller Freude in den Knast predigen. Immer noch. Und weißt du, der ist richtig ein wunderguter, herrlicher Bruder. Sein Bruder hieß Butch. Er ist im Himmel. Hatte Agent Orange Probleme von Vietnam. Und er ging immer in diese veteranischen Krankenhäuser und hat mal die Leute nach Shady Acres gebracht. Und Brother Bobby ging angeln. Ja, er war bekannt als ein Angler. Aber Bruder Butch als Menschenfischer. Eines Tages hat er das ganze Angelgerät in die Gemeinde gebracht und am Altar gebracht, hat gesagt, ich habe das satt, ich will Menschenfischer werden. Und er predigte, ging überall mit Predigern. Und er sagte, ich bin nicht berufen. Ging in den Knast, arbeitete 4 Tage in der Woche, hat Klamotten ausgetragen, einen guten Dienst gemacht und er hat dann die anderen 3 Tage zum Menschenfischen. Und eines Tages irgendjemand auf die Straße hat gesagt, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und er las diesen Vers und sagte seine Frau Kathy, sagte, der war im Bett. Ne? Er sagt, Menschenskinder, der hat mir gesagt, hilf mir, ich komme nicht davon weg. Und jetzt lese ich das. Und sie hat gesagt, und du bist nicht berufen zu predigen? Ja. Sein Sohn ist Co-Pastor mit Brian, Denise ist in Spanien, Barbie ist dort in der Gemeinde, Barbara, wir kennen sie als Barbie, hat er alle sie genannt. Ja, Stephanie ist auch in der Gemeinde, soweit ich jetzt weiß. Hey, was hätten wir, wenn die nicht auf den Geist Gottes gehört hätten? Wir hatten mal keine mazedonische Berufung. Was lernen wir davon? Vers Nummer 10. Gucken wir. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da suchten wir sogleich. Hey, gehe! Und was machen die? Die gehen mit Gewissheit, was Gott es gesagt hat. Und was tut man? Predige ihnen das Evangelium. Sag ihnen die gute Botschaft. Was? Christus ist um unsere Sünden willen gestorben. Ja, er ist begraben. Hey, es gibt ein Problem. Und dein Problem ist, du bist ein Sünder. Es gibt gute Botschaft. Was? Kannst dich mit Gott versöhnen lassen. Der Kriegsball kann begraben werden. Und Christi ist auferstanden, um neues Leben zu schenken. Und will er dir das schenken heute. Predige das Evangelium. Nun, für die gehen, und gehen mit Gewissheit, und haben die Botschaft in der Tasche und in dem Herzen und sind, oh Menschenskinder, wen kann ich landen? Der Mann im Gesicht, wo war der? Der war nicht da. Den muss ich nicht suchen. Ja? Und zuerst ins Knast. Ja, was ich sagen will, hey, die kommen, oh ja, Herr Missionar, danke! Es geht nicht so. Also das bedeutet nicht, dass Gott ruft. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist sendet. Das ist nur so.
Dann haben wir Lydia. Lydia ist ein schöner Name. Keine ehrliche. Finde ich schon. Keine Ahnung, was es bedeutet, werde ich wahrscheinlich das nicht mehr mögen. Ja, es ist ein Bibelname. Und dann nimmst du Elisabeth, das ist ein jüdischer Name, so das wäre anders. Die jüdische Namen waren, also die haben mal bessere Eigenschaften. Aber die biblischen Namen, die griechisch sind, ja, die sind immer ein bisschen so. Aber kann man auch Lydia nennen. Also ich finde immer, weißt du, Tirza ist ein schöner Name. Ja, weißt du, was ein wirklich schöner Name ist? Aber es ist wahrscheinlich auch gut, dass wir nicht ein zweites Mädchen, ich hatte sowieso Rebecca. Und wahrscheinlich, dass ich nie darauf gedacht habe. Ja, Milka. Das ist Schokolade. Nee, das ist Hiobs Tochter. Ja. Deswegen ist die Schokolade so schön. Wer weiß was über... Hey. Hat Hiobs Tochter ein blöde Augen? Nein. Die war die schönste im Lande. Ja? Die andere hat einen komischen Namen. Wie hieß sie? Mogla oder Hogla oder irgend sowas. Ja, dass ich nicht erinnern kann. Aber Tirza und Milka, no, das ist ein schöner Name. Ja? So. Und schauen wir in Vers Nummer 13. Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo man zu beten pflegt, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkommen. Weißt du, sie gingen dorthin, wo Menschen beteten. Redest du über hier Gleichberechtigung? Das ist es. Haben Männer mit Frauen normalerweise in der Zeit geredet? Ja, nee. Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Diese tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Sie trafen Lydia. Nun, das Vers sagt uns ganz genau, was geschehen muss, damit der Mensch gläubig wird. Und es ist egal, ob du, weißt du, Bruder Danny hat so gepredigt, hole die leeren Gefäße und bring die rein. Du kannst gottlos sein. Ob du ganz gottlos bist, ob du wie viele hier in die Gemeinde großgezogen sind, oder was du bist. Das muss geschehen, damit du gläubig wirst. Was ist das? Das Herz ist aufgetan. Gott muss es tun. Hey, er gibt uns das Evangelium, aber was geschieht, wenn es scheint, dass es nicht wirkt? Haben wir eine neue Botschaft, wie die Gemeinden machen? Nicht biblische Gemeinden, nur die heutzutage. Müssen wir ein bisschen so Weltanpassung, brauchen wir ein bisschen mehr Rockmusik und Power hier drin? Nein. Gott muss das Herz auftun. Und das ist, was wir lernen. Hey, wenn die den Heiligen Geist nicht gefolgt hätten, können wir das nicht lernen. Und die meisten Leute, ich muss mir echt sagen, hey, die übersehen das. Es ist nur so klein geschrieben. Schau mal, was Vers 16, herrlich. Eigentlich Vers 15. Als sie aber getauft waren in ihr Haus, bat sie uns und sprach, wenn ihr geurteilt habt, dass ich den Herrn gläubig bin, dann kommt in mein Haus und bleibt da, und sie nötigte uns. Ey, muss man echt sagen, das ist wirklich herrlich. Gläubig, getauft und gastfreundlich. Ja? Das sind rechtschaffene was? Früchte der Buße. Und was jemand in Christus so ist, der was eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich will tun, was Gott sagte. Bin gläubig geworden, schließe mich taufe und gastfreundlich. Ihr Leben ist geändert. Hey, wäre Lydia je errettet, wenn sie nicht auf den Heiligen Geist gehört hätten? Hätten wir je gelernt in Praxis? Gott muss es tun.
Ah! Hey, weißt du, das ist kein Unterschied zwischen Griechisch, Deutsch und Englisch. Ja? Was habe ich mal? Ich habe irgendwie ein Wort gesucht die Woche. Aber ich mache das so, weil ich kann mich nicht erinnern. Aber manchmal steht ein Wort in Englisch oder Deutsch zum Umgekehrt und es wird so sagen Botanie. Und so das Wort wird in der Pflanze, in der Botanie benutzt. Ja, so du kannst das nicht ein anderes Wort dafür nehmen. Und die Leute, die alles sauber machen müssen, sie machen zu Jungen. Wir lernen sie halten. Aber wir können das nicht. Aber es kann so oder so übersetzt. Weißt du, wenn you have a King James Bible with the notes in the middle, okay. But the King James Bible hat so in der Mitte, wie es anders übersetzt werden könnte. Und sehr oft in Deutsch war es so. Es könnte so oder so. Und in anderen Sprachen ist es auch so. Es könnte so oder so. Ja? Aber lernen Sie halten. Gott muss das Werk tun. Er macht sie Jungen. Wir sagen die, was sie tun sollen. Und Gott muss das mal machen. Hey, Gott muss das. Höre auf den Heiligen Geist. Deshalb. Und dann haben wir die Besessenen. Ja. Nun, hier ist es wirklich. Ja. Ich muss mal sagen, es ist grausam und unvernünftig. Jetzt in New York darf man, wenn das Kind in den Geburtskanal kommt, abtreiben. Bis dorthin morden. Und die haben gejubelt. Die haben sogar das Empire State Building in irgendeine komische Frage, das Recht zur Selbstbestimmung, das Recht zum Mord. Nun, dass eine Frau in besonderer Weise die zwei die Kinder getragen haben hier, macht es einen Sinn, 9 Monate lang ein Kind zu tragen und dann abzutreiben? Die ganze Qual auf dich? Vielleicht mit einem Monat, ich meine, das, weißt du, ja? Okay? Es ist trotzdem Mord, aber das macht keinen Sinn. Verkaufen Sie die Babys? Wo es kein Geld gibt, wo keinen Sinn gibt, was ist, steckt dahinter? Geld. Steckt Geld dahinter. Nun, schau mal. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die hatte einen Wahrsagergeist. So, sie hat einen Wahrsagergeist, sie ist besessen. Und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit Wahrsagen. Oh, sie hat jemanden, der verdient Geld durch ihren Wahrsagerei. Ja? 1. Timotheus 6, Vers Nummer 10. Denn die Geldliebe ist die Wurzel alles Übels. Danach hat etliche Gelüste und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Hey, die Liebe zu Geld, die Geldliebe ist immer noch die Wurzel alles Übels. Behalte mal die Hand in Apgostelgeschichte und gehe in Lukas Kapitel 16. Derselbe Lukas, oder? Der das jetzt schreibt. Wir haben Paulus, der dabei war, Lukas, der dabei war, und alle beide schreiben es. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen, Lukas 16, 13, und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht. Nicht alle beide. Damals, heute und niemals. Geld ist ein guter Diener, aber schlechter Herr. Leute, ohne den Heiligen Geist, wir brauchen Geld.
Ja? Wer ist so blöde, der das nicht weiß? Ich würde mal nicht blöde sagen, gehen wir zu töricht. Kinder brauchen Denken. Ja, es wird sie alles gegeben. Aber irgendwann haben Eltern, die sind einfallslos. Oder Großeltern genauso. Und was geben die? Geld. Schau mal jetzt, was ich machen kann. Ja? Hey, weißt du, die eine, das war so eine Ersatzoma, ne? Ja? Ich muss noch ein bisschen mehr trainen, damit es noch ist, aber ich kann mir mal vorstellen, ich habe mal kein Problem dabei. Das heißt, sie braucht in Stadt Geld, die brauchen einen Opa, eine Oma, die unten auf die Knie gehen und spielen mit denen. Ja? Haben wir ein Bild von Brother Brian gesehen, seine ganzen Kinder sind auf ihm. Ja, so sagen, ja, ich kann mich noch erinnern. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir meinen Vater getanzt haben. Nicht nur, dass die das mit mir gemacht haben. So, Geld ist ein guter Diener, aber schlechter Herr. Man braucht sie. Weißt du, die Miete wird nicht von alleine bezahlt. Man braucht sie. Und weißt du, was ist interessant? Schau mal Vers 17 und 18. Diese Frau ist dämonenbesessen, okay? Wir sind wieder in der Apgostelgeschichte. Die wollte Paulus und uns nachschrien und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die uns den Weg des Heils verkündigen. Stimmt, oder? Oh, sogar eine Besessene weiß das. Mensch, das ist gut. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat es weh und er wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst und er fuhr aus zu derselben Stunde. Weißt du, schlechte Werbung ist nicht nötig. Wir brauchen sie nicht. Es ist sogar schädlich. Wir brauchen das Zeug nicht. Schlechte Werbung. Es ist schädlich und dann sagt man, hey, raus. Und wegen der Zeit, weil ich will wirklich auf den Kerkermeister kommen. Weißt du, ihre Herren, Vers 19 bis 23, sind böse und bringen auch vor. Nun, ich habe nur eine ganz kleine Frage, okay? Wenn man folgt den Heiligen Geist, ist alles zu verschlecken. Folgten Sie dem Heiligen Geist? Haben Sie Menschen zum Glauben geführt? Menschen geholfen, den Teufel ausgetrieben? Wo sind sie? Knast. Es ist nicht alles zu verschlecken. Das geht nicht. Nun, der Kerkermeister. Gehen wir dorthin. Wir hatten das nicht mit dem Besessenen, wenn die nicht dem Geist folgten. Und dann der Kerkermeister. Nun, Vers 24 ist interessant. Der, als er solchen Befehl empfangen hatte, warf sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Jetzt sitzen Paulus und Silas im Knast. Lukas scheinbar nicht, Timotheus auch nicht. Ne? Jetzt ist es sie. Und Timotheus, entweder weil er jung war, vielleicht das musst du mal lernen, dass wenn du jung bist, dann musst du mal nicht deinen Namen mitgeschrieben. Oh, das weiß ich schon. Ja? Ich denke nicht diese Generation. Die sind wichtig. Die sind übelst wichtig. Jetzt sitzen Paulus und Silas, Lukas scheinbar nicht, ich sage. Nun meine Frage ist, Vers 25, um Mitternacht aber beten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Gibt Gott Lieder in der Nacht? Ja. Amen. Hat er Lieder in deiner Nacht gegeben? Ja. Ja? Hey, könntest du mal sagen, ja, ich wünschte mir manchmal, ich empfehle das euch drei, weil ihr könntet das bringen. Ich wünschte mir, dass ich Danny Fordy wäre oder Cody Zorn. Weil wir werden jetzt hier eine Stunde singen.
Aber hey, ich kann mir mal vorstellen, groß ist der Herr und hoch erhoben in der Stadt unseres Gottes auf seinen heiligen Berg. Oh, wie sie gesungen haben. Sag mal, die sagen oh, Gnade Gottes, aber das gab es noch nicht. Aber die Gnade Gottes gab's. Ja. Und die haben mal Gott hochgelobt und gepriesen zur Mitternacht. Was sollst du mal machen? Mitternacht im Knast. Gott preisen und loben. Ja, weil Gott gibt Lieder in der Nacht. Hiob 35, 9 und 10, nur für die Zeit sage ich nicht, der Theoretiker. Das ist Elihu. Das ist ein Backfisch. Gibt Gott Lieder in der Nacht? Weil Hiob singt nicht. Ja? Und der Backfisch? Oh ja, Gott gibt Lieder in der Nacht. War in der Nacht? Ja? Diesen Backfisch? Nun, der Psalmist, das ist kein Backfisch. Na, das ist kein Knopf. Ja? Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Vers 8 verzeiht. Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte und es Nacht des Lebens. In der Nacht singe ich ihn. Lob, Ehren, Preis sei für immer gebracht, denn das Lamm, das von Sünden und selig gemacht. Preis ihn, preis ihn. Halleluja, da muss singen was. Menschenkinder, ich kann nicht. Ja. Sing den heiligen Namen. Lob ihn, alle mit frohem Schall. Preis ihn, Jesus durch Teuren erlegen. Ihr alles denkt, jauchzelig überall. Hey, oh Gott, dir sei Ehre. Hey, hat mal gesungen, hier ist die Praxis. Hey, wenn der Mann den Heiligen Geist folgt, weißt du, was geschieht in der Nacht? Wenn du den Heiligen Geist folgst, du bekommst was in der Nacht. Ein Lied. Mitten in der Nacht gibt es Lieder, wenn du den Heiligen Geist folgst. Wenn du ihn nicht folgst. Backfisch-Theorie ist was anderes, ne? Gibt es gute Gründe. Man ist bipolar. Ja? Ich fragte ihn, ich muss mal sagen, weil Codes, die sind gut. Weißt du, der Bruder Matt Patton, das ist wunderbar, Bruder. Richtig vernünftig. Weißt du, der hat mir erzählt, dass er predigte über die treue Weibertreu. Und es ging gut. Ich sage, hey du, ich wollte mal dir fragen, habt ihr Leute mit irgendwelchen Allergien? Oh, Codes ist herrlich, da hast du mal dieses Essen da, da kannst du auswählen. Oh, das ist gut. Aber ich sage mal, ja, aber die machen doch Essen, Blüten und ich weiß nicht, was die Leute alles haben, ne? Vogelfrei. Ja. Ne? Und sagen wir, ja, das sind also Gluten und manchmal Laktose, ist auch okay, gut, dann schreibe ich und dann, ich wollte mal ein bisschen genau wissen und die machen, ne? Ja. Aber das ist kein Grund, dass du irgendwelche solche Krankheiten hast, du hast keine Lieder in der Nacht. Sollst du mal den Heiligen Geist folgen und du bekommst was? Lieder in der Nacht. Sollst dankbar sein, kommst du Lieder in der Nacht. Hey, Gabriel predigt über Dankbarkeit und er sagte mir dann nachher, hey, das Bruder Lou, dort betet, das ist so ein gestandener Mann Gottes und mein Predigt, das kann ich nicht verstehen. Oh, nicht das, sondern dankbar, dass Gott dich überhaupt benutzt. Und bleiben dabei. Und weißt du, was du bekommst in der Nacht? Lieder. Lieder. Der große Arzt ist jetzt uns nach.
der liebe, teure Jesus. Und Vers 26 bis 30, ein Mann sieht sein Bedürfnis. Er will sich umbringen. Und ich sage dir, hey, dass der Herr sprengt die Ketten. Ja? Weißt du, was die größte Wunder war dabei? Die blieben! Ja. Ich weiß nicht, ob ich geblieben wäre. Wir hatten wahrscheinlich Angst. Oh, wir mussten die Spur sehen. Oder Erdbeben. Erdbeben. Schulden. Ja. Ketten frei. Gibt es ein Erdbeben? Nee. Was gibt es in Erdbeben? Putz auf den Kopf. Und du bist in Ketten. Türen auf. Es war ein Wunder. Und weißt du, was für ein Wunder? Ich glaube wirklich, ein lokales Wunder. Und weißt du, was es gibt? Lokale Wunder. Ja, die gibt's. Und weißt du, dass du siehst dein Bedürfnis? Ich habe ein Bedürfnis. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hey, bis du das rauskriegst, ich muss gerettet werden. Ich habe ein Bedürfnis. Was? Wird nichts geschehen, weil du hast ein Bedürfnis. Und ich muss mal sagen, es ist schlicht und einfach, was du tun musst. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Ja. Amen. Glaube an den, der Herr ist, der das Sagen hat, der für deine Sünden gestorben ist, der alles auf sich getragen hat für dich und ist auferstanden für dich, um dir neues Leben zu geben und dich zu rechtfertigen. Glaube an ihn. Und er wird dich erretten. Schlicht und einfach, wirklich. Und in Vers 32 bis 34, wir sehen die Nachfolge. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen den Striemen ab. Vorher war er die Ursache der Striemen, oder? Und er wurde sogleich getauft, er und alle die Seinen. Das ist manchmal, wo Religion herkriegt, das muss ein Jahr warten, das ist gut, oder? Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor. Geben Kerkermeister gerne Mahlzeiten aus? Und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Jetzt hat er Freude. Das ist in der Nachfolge Christi. Hätten wir den Kerkermeister gehabt, wenn sie den Heiligen Geist nicht gewollt hätten? In der Geschichte, ich meine, seit dem Kerkermeister bis jetzt haben Millionen von Menschen sich bekehrt, sind zum Glauben gekommen durch diese Geschichte. Hey, John Bunyan, Charles Wesley, George Whitefield, weißt du, die Männer, D.L. Moody, die haben die ganze Jahr, Jonathan Edwards, über diesen Text gepredigt und Menschen kamen zum Glauben. Bis heute. Wären die hier zum Glauben gekommen? Nein. Weil sie, hey, folgten dem Geist Gottes. Der Heilige Geist zeigt uns unser Bedürfnis. Wir sind Sünder. Das Gericht wartet auf uns. Und wir können nicht bestehen. Das Ende des Gesetzes für alle, die daran glauben. Glaube an ihn. Der Geist Gottes führt uns immer auf dem Weg der Heiligkeit. Tue, was das Wort sagt. Wie in Apostelgeschichte 6, der Geist führt. Hör auf ihn. Nicht meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Wer weiß, was geschehen kann, wenn man sein Alles Christi übergibt und hört auf ihn. Darum sollen wir auf den Heiligen Geist hören heute. Hörst du auf ihn? 290 in Siegesklänge. 290. Höre auf